Hallo liebe Zuschauer, gut, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt, denn ihr lernt, wie man den Genitiv richtig benutzt. Viele haben Angst vor dem Genitiv, aber eigentlich ist er gar nicht so schwierig. Früher hat man den Genitiv viel öfter benutzt, aber heutzutage benutzen viele auch den Dativ, vor allem beim Sprechen. Trotzdem gehört der Genitiv zu unserer großen Grammatikfamilie und man findet ihn auch in fast allen Texten. Und deshalb lernen wir ihn jetzt. Übrigens, wenn ihr richtig gut Deutsch lernen wollt, dann folgt mir auch auf Instagram und auf TikTok. Dann könnt ihr noch besser werden. Wir fangen wie immer von ganz vorne an. Der Genitiv hat mehrere Funktionen, also Aufgaben, die ich euch jetzt alle erklären werde. Erstens benutzt man den Genitiv, wenn man sagen möchte, dass zwei Nomen zusammengehören, zum Beispiel das Haus der Simpsons oder der Autor des Buchs, der Rotstift der Deutschlehrerin oder die Hauptstadt Deutschlands. Alle diese Teile nennt man Genitivattribute. Zweitens benutzt man ihn nach bestimmten Präpositionen. Wegen des schlechten Wetters bleibt er heute zu Hause. Trotz der Kälte geht er im T-Shirt nach draußen. Das sind die Präpositionen, das der Genitiv. Und das sind die beiden wichtigsten Funktionen, die ich euch jetzt ausführlich erklären werde. Dann gibt es aber noch zwei andere Funktionen des Genitivs. Die sind für Deutschlerner aber gar nicht so wichtig, denn erstens benutzt man die Formen nicht mehr so oft und zweitens ist es auf C-Niveau, aber trotzdem zeige ich es euch, dann wisst ihr alles. Einerseits sind es die Genitivobjekte, also Verben, die einen Genitiv brauchen, und andererseits sind es Adjektive, die einen Genitiv brauchen. Mehr darüber erfahrt ihr gleich. Und los geht's! Nehmen wir als Beispiel mal das Handy. Wir wollen sagen, wessen Handy das ist, also wem das Handy gehört. Dafür brauchen wir jetzt natürlich eine Person. Als Beispiel nehmen wir der Mann, die Frau, das Kind und die Eltern. Was passiert? Wessen Handy ist das? Es ist das Handy des Mannes. Es ist das Handy der Frau. Es ist das Handy des Kindes. Es ist das Handy der Eltern. Der Genitiv ist der hintere Teil. Normalerweise steht er rechts von seinem Bezugswort. Ihr seht, dass sich auch die Artikel im Genitiv ändern. Der wird zu des plus s, die wird zu der, das wird zu des plus s und die wird zu der. Achtung mit den s bei maskulinen und neutralen Nomen. Manchmal sieht man davor noch ein e, weil man es dann besser aussprechen kann. Aber normalerweise sind beide Formen erlaubt, also des Manns und des Mannes. Man muss aber ein e benutzen, wenn Nomen auf s oder z enden, so wie zum Beispiel in Haus. Schaut mal, der Preis des Haus sieht nicht nur blöd aus, man kann es auch kaum aussprechen und deshalb ist es der Preis des Hauses. Das waren jetzt sehr kurze Sätze. Nehmen wir mal noch ein Adjektiv dazu. Und keine Angst, denn hier gibt es für Deutschlerner sehr gute Nachrichten. Das Handy des alten Mannes. Das Handy eines alten Mannes. Das Handy der jungen Frau. Das Handy einer jungen Frau. Das Handy des kleinen Kindes. Das Handy eines kleinen Kindes. Das Handy der netten Eltern. Seht ihr, die Endung ist immer en. Voll gut, oder? Aber Deutsch wäre nicht Deutsch, wenn es nicht immer Ausnahmen gäbe.
Und davon gibt es hier genau 2. Bei femininen Nomen, die nicht zählbar sind und deshalb meistens ohne Artikel verwendet werden. Zum Beispiel Milch. Der leckere Geschmack kalter Milch. Man benutzt jetzt die Endung, die man sonst für den Artikel nimmt. Der leckere Geschmack der Milch. Seht ihr? Bei Nomen im Plural, die auch sehr oft ohne Artikel verwendet werden. Die Bücher bekannter Autoren. Der Stress junger Studenten. Die Werke großer Künstler. Dort, wo eigentlich ein Artikel steht, steht jetzt ein Adjektiv. Und seht ihr, es hat die gleiche Endung. Dann gibt es noch eine Sache, die man unbedingt beachten sollte und wo viele Fehler passieren. Bei Eigennamen. Was ist das? Zum Beispiel Namen von Personen, von Ländern oder von Städten. So wie Julia, München oder Deutschland. Da sie normalerweise keinen Artikel haben, muss man den Genitiv irgendwie anders bilden. Und dafür gibt es 2 Möglichkeiten. Erstens, das ist das Handy Julias. Die Einwohner Münchens sprechen oft Dialekt. Die Hauptstadt Deutschlands ist Berlin. Ihr seht, der Genitiv steht immer noch rechts, aber ohne Artikel. Diese Formen benutzt man aber nicht mehr so oft, sondern man benutzt von. Und von braucht immer den Dativ. Das ist das Handy von Julia. Die Einwohner von München sprechen oft Dialekt. Die Hauptstadt von Deutschland ist Berlin. Diese Formen kennt ihr sicherlich. Die sind aber kein Genitiv, sondern ein Dativ. Und deshalb braucht man auch kein Genitiv S. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten für den Genitiv. Die zweite Möglichkeit ist diese hier. Das ist Julias Handy. Münchens Mietpreise sind sehr hoch. Berlin ist Deutschlands Hauptstadt. Ihr seht, jetzt steht der Genitiv links von seinem Bezugswort und hat immer ein S. Und hier passieren viele Fehler. Neulich hat ein Student zu mir gesagt, ich fahre mit meines großes Bruders Auto. Das geht nicht, denn Bruder ist kein Eigenname. Wenn der Bruder aber Ali heißt, dann funktioniert es. Dann kann man sagen, ich fahre mit Alis Auto. Aber wie sagt man denn jetzt, ich komme mit einem Auto und das Auto gehört meinem Bruder und mein Bruder heißt Ali? Entweder ich komme mit dem Auto meines großen Bruders Ali, das ist ein klassischer Genitiv, oder man benutzt den Dativ mit von. Und das macht man oft so, vor allem in der gesprochenen Sprache. Ich komme mit dem Auto von meinem großen Bruder Ali. Beim Schreiben benutze ich übrigens sehr, sehr gerne den Genitiv, denn der Stil ist einfach exzellent. Okay? Wenn ihr das verstanden habt, dann könnt ihr jetzt schon den größten Teil des Genitivs. Kommen wir zum nächsten Genitiv, nämlich dem nach Präpositionen. Das sind diese kleinen Wörter, die den Akkusativ, den Dativ oder den Genitiv brauchen. Ich stelle euch die wichtigsten mit Beispielen vor. Wegen einer Erkältung kann Michael heute nicht zur Arbeit gehen. Die gleiche Bedeutung hat die Präposition aufgrund. Aufgrund einer Erkältung kann er nicht zur Arbeit gehen. Trotz des Regens fahren viele mit dem Fahrrad. Statt eines Studiums hat Lisa eine Ausbildung gemacht. Während der Ferien fahren viele Leute in den Urlaub. Innerhalb des Hauses trage ich keine Straßenschuhe. Außerhalb der Sprechstunde bietet der Arzt weitere Termine an. Und natürlich gilt auch hier, wenn ihr ein Adjektiv benutzt, dann hat es die Endung en.
Wegen einer schlimmen Erkältung kann Michael heute nicht zur Arbeit gehen. Trotz des starken Regens fahren viele mit dem Fahrrad. Vergesst aber nicht die 2 Ausnahmen, die ich euch vorher genannt habe. Statt kalter Milch trinkt er lieber warme Milch. Und das war schon die 2. Funktion des Genitivs. Jetzt habt ihr es fast geschafft. Denn die 3. und 4. Funktion kann man ziemlich schnell und einfach erklären. Es gibt ein paar wenige Verben, die ein Genitivobjekt brauchen. Das sind aber Verben auf C-Niveau und sie werden gar nicht so oft verwendet. Deshalb sind sie für euch nicht so wichtig. Aber da ihr hier in der Linkster Academy seid, bekommt ihr das volle Programm von mir. Zu den Genitivverben gehören Anklagen und Gedenken. Eine Person wird des Mordes angeklagt. Man gedenkt der Toten des Attentats. Im 2. Beispiel gibt es sogar 2 Genitive. Einmal das Genitivobjekt und dann das Attribut in diesem Objekt. Weitere Genitivverben sind bezichtigen, bedürfen und beschuldigen. Und zuletzt Funktion Nummer 4 des Genitivs. Und dann reicht's auch für heute, oder? Manche Adjektive brauchen auch den Genitiv. Aber auch das sind nur sehr wenige, auf sehr hohem Deutschniveau und diese Formen sind heutzutage sogar von moderneren Formen abgelöst worden. Hier ein paar Beispiele. Sicher. Er ist sich seiner Unschuld sicher. Er ist sicher, dass er unschuldig ist. Bewusst. Er ist sich seines Fehlers bewusst. Er weiß, dass er einen Fehler gemacht hat. Fähig. Er ist einer solchen Tat nicht fähig. Er ist nicht fähig, solch eine Tat zu begehen. Ihr merkt bestimmt, dass diese Formen ein bisschen komisch klingen. Und das liegt daran, dass sie zur gehobenen Sprache gehören und im Alltag sehr, sehr selten verwendet werden. Ja, das war der Genitiv. Ich hoffe, dass ihr ihn nach diesem Video besser versteht und dass ihr auch weniger Angst vor ihm habt. Denn der Genitiv will euch gar nichts Böses. Er will einfach nur am Leben bleiben. Helft ihm dabei und schreibt einen Satz im Genitiv in die Kommentarbox. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg beim Deutschlernen und sagt Tschüss, bis zum nächsten Video, eure Julia.